Hallo liebe Stickfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ja, die Erkältung hat mich noch immer voll im Griff. Dieses Mal ist es wirklich eine sehr, sehr hartnäckige Erkältung. Der Schnupfen ist zwar schon etwas besser, aber meine Stimme ist noch immer ganz belegt und klingt ganz heiser. Dafür möchte ich mich vorab bei euch entschuldigen, aber trotzdem möchte ich euch heute gerne zeigen, was ich eingekauft habe. Und zwar war ich einkaufen bei Painting Fairy Cross Stitch, wie man erkennen kann. Dazu möchte ich euch vorher kurz erzählen, wie das so zustande gekommen ist. Und zwar, ja, ihr wisst vielleicht, dass ich eine kleine Provision erhalte, wenn ihr meinen Rabattcode KreuzDame verwendet. Also ihr erhaltet 5% auf eure Bestellung und ich, wie gesagt, eine kleine Provision. Und ja, mittlerweile hat sich doch einiges an dem Guthaben angesammelt und da habe ich dann Painting Fairy Cross Stitch angeschrieben, ob sie mir nicht mein Guthaben in einen Shop-Gutschein umwandeln könnten. Und ja, als Antwort habe ich bekommen, dass sie das natürlich gerne machen und gleichzeitig haben sie mir auch noch mein bestehendes Guthaben um 20% erhöht, sodass wirklich eine beachtliche Summe zusammengekommen ist. Und ja, 2/3 dieses Gutscheins habe ich jetzt verbraucht und habe mir einiges gekauft. Und zwar, ja, findet sich darin Zubehör, Stoffe, Garne und natürlich auch Stickbilder. Es sind vor allem kleine Stickbilder, aber es ist auch ein großes Stickbild dabei. Ja, und dann werden wir auch gleich starten mit dem Auspacken. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein zweiteiliges Unboxing-Video werden, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ja, wir starten mit dem ersten Karton. Den habe ich schon geöffnet, denn ich habe auch schon was rausgenommen aus dem Karton. Ja, jetzt ist er leer, der Karton. Und das erste Produkt, das ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann, das waren die Garne. Und zwar habe ich mir für meinen Heaven and Earth Soul, an dem ich ja teilnehme, alle Garne von Painting Fairy Cross Stitch bestellt. Ich glaube, das waren 87 Farben, soweit ich mich noch erinnere. Und ja, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, denn die sind schon in Verwendung. Also da habe ich schon am 30. Dezember angefangen zu sticken. Ja, dann habe ich auch dieses Produkt schon geöffnet. Und zwar ist es ein Q-Snap, wie ihr sehen könnt. Den habe ich mir ausgesucht in der Größe 25 x 25 cm. Also es ist ja nicht der Original Q-Snap, sondern ein Nachbau. Und ja, diesen Stickrahmen gibt es auch in einer größeren Größe, aber ich habe mir den kleineren ausgesucht, da ich einfach besser damit zurechtkomme, da ich ja in der Hand sticke mit dem Q-Snap. Also, wie gesagt, ich habe ihn schon geöffnet, denn, entschuldigt, ich wollte ihn zusammenbauen, aber was soll ich euch sagen, ich habe es nicht geschafft. Also, die Teile kann man fast nicht da zusammenstecken. Ja, darum habe ich jetzt aufgehört und werde das Ganze meinem Mann geben. Vielleicht hat er die notwendige Kraft, dass er das zusammenbauen kann. Denn im Prinzip gehört das ganz einfach nur zusammengesteckt und dann kann man den Stickrahmen schon verwenden. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Vielleicht liegt das jetzt an meiner Erkältung oder
es geht wirklich so schwer. Aber ich werde es euch dann mitteilen, ob es mein Mann geschafft hat. Ja, also das eine Produkt war dann dieser Stickrahmen. Das nächste Produkt, was ich mir ausgesucht habe, ist ein Stoff. Und zwar, ihr seht schon, mit den Kästchen voreingezeichnet. Und zwar diesmal in 25 Count. Ja, warum 25 Count? Ich wollte eigentlich den Heaven and Earth Soul auf diesen Stoff sticken und ja, habe das dann aber abgebrochen und habe auf 18 Count neu begonnen. Mir hat es einfach nicht gefallen auf 25 Count. Ja, den Stoff habe ich bestellt in der Größe, ich glaube es waren 100 mal 150 cm. Ihr seht, es ist von der Marke Zweigart. Also man erkennt das hier an der Webkante mit den orangenen Streifen. Und ja, der Stoff ist tatsächlich umsäumt. Also wirklich auf allen Seiten umsäumt. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ja, der wandert jetzt erstmal in mein Lager, da ich noch nicht weiß, wofür ich ihn verwenden werde. Aber ja, Stoff kann man ja auch nie genug haben. Also einmal 25 Count Stoff. Und dann sind wir auch schon bei meinen ersten Stickbildern. Also hier ist das erste Stickbild, das ich mir ausgesucht habe. Wieder in einer Druckverschlusshülle. Und ja, was habe ich mir ausgesucht? Ah ja, es sind diese Blumen. Und zwar diese Wildblumen in der Vase. Es heißt auch Wildflower Vase oder weiß gar nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Und ja, ich denke mir, ein Teil meiner Stickbilder, ja, einen Teil werde ich selber sticken und ein Teil wird in die nächste Verlosung gehen. Und bei diesem Bild, denke ich mir, werde ich es wahrscheinlich in die nächste Verlosung dazugeben. Ja, schauen wir uns mal das genauer an. Und zwar, entschuldigt, was haben wir? Wir haben 41 Farben. Und zwar, ja, diesmal ist einiges dabei. Es ist das volle Kreuz, es ist halber Kreuzstich und auch eine Menge an Rückstichen dabei. Ja, da gibt es doch einiges zu tun, aber soweit ich weiß, ist das Stickbild selbst nicht so groß. Und ja, wir haben, wie gesagt, 41 Farben und es sind tatsächlich alles einfache Farben. Hier unten haben wir noch einen chinesischen Aufdruck, also da empfehle ich euch, dass ihr euch das auch immer übersetzen lässt mit dem Google Translator, denn da sind oft Hinweise, zum Beispiel, wie man den halben Stich stickt, nämlich in welche Richtung der geneigt sein soll, also rechts geneigt oder links geneigt. Also das ist schon sehr hilfreich für das Sticken. Ja, und dann haben wir das Ganze noch Papieranleitung. Ihr seht schon, da ist einiges an Rückstichen zu machen. Ja, aber wirklich ein schönes Motiv, diese Wildblumen in der Vase. Ja, es hat mich angesprochen, aber wie gesagt, da denke ich mir, das wird wohl eher in die nächste Verlosung gehen. Dann schauen wir uns kurz den Stoff an. Ja, ein eher kleineres Bild, also ihr seht schon in der Größe her so A4 Seite, also das wäre jetzt eine A4 Seite, also ein bisschen größer
als eine A4-Seite ist das Bild. Ja, ich habe mir ausgesucht auf 16 Count und es wird 160 Stiche breit und 195 Stiche hoch. Und ja, es ist hier der übliche Druck von Painting Fairy Cross Stitch, also ganz klar und nichts verschwommen. Also auch bei 16 Count kann man die Symbole sehr gut erkennen. Das Einzige, was es hier nicht gibt, ist die Legende. Also die ist hier nicht auf den Stoff aufgedruckt. Also so kenne ich das eigentlich gar nicht. Aber ja, man findet ja die Legende auf der Papieranleitung und im Prinzip kann man sie ja meistens dann auch gar nicht lesen am Stoff, wenn der Stoff dann eingespannt ist. Ja, das wäre mal der Stoff dazu, zu den Wildblumen in der Vase. Und dann schauen wir uns noch das Garn an. Diesmal nicht auf Plastikgarnkarten, sondern auf Karton. Und ja, wir haben hier 41 Farben. Ja, genauso wie es hier abgebildet ist. Es gibt ja auch keine Mischfarben. Ja, in allen Regenbogenfarben, hier haben wir doch vieles an Lila, wunderschöne Lila-Töne, muss ich sagen. Rottöne, auch hier Orange und Rosa. Dann natürlich Grün für die Blätter und die Stängel, den Stiel. Und hier auch noch Weiß, Rosa, also Regenbogenfarben. Also ganz schöne Farben hier bei den Blumen. Gefällt mir wirklich sehr gut, ja, sehr schön. Ja, das wäre dann das Garn. Also ihr seht hier auf Karton-Garnkarten und wie üblich nach den 10 Nummern gelistet. Das Garn dazu. Gut, dann schauen wir uns das nächste Stickbild an, das ich mir ausgesucht habe. Entschuldigt. Ja, und was ist es diesmal? Auch wieder in dieser Druckverschlusstasche und ich sehe schon mit Plastikgarnkarten. Ja, wir drehen das mal um und ja, auch ein sehr schönes Motiv, das ich mir ausgesucht habe. Wieder etwas mit Blumen und zwar ist es dieses Fahrrad mit den Blumen. Also ein älteres Fahrrad und ja, beladen mit vielen, vielen Blumen. Das Motiv hat mir auch sehr gut gefallen und es heißt Flower Bicycle, also das Blumenfahrrad. Ja, wir haben hier haben wir weniger Farben und zwar haben wir 35 Farben. Auch diesmal gibt es keine Mischfarben, sondern alles nur einfache Farben. Aber wir haben volles Kreuz und ich denke, das nächste Symbol daneben sind Viertelstiche. Und da gibt es doch einiges an Viertelstichen. Und zwar sehe ich da 2, 4, 6, 8, 10, 12 verschiedene Viertelstiche. Ja, da müsste man sich das wirklich genau anschauen, ob man die auch wirklich macht. Also das ist doch eine Menge an Viertelstichen. Und dann haben wir noch 5 verschiedene Farben an Backstitches. So, bevor es jetzt weitergeht, muss ich nur kurz einen Schluck trinken, denn meine Stimme lässt schon nach. Einen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt geht es wieder etwas besser, da ich etwas getrunken habe. Ja,
35 Farben, wie gesagt, alles einfache Farben. Das Einzige, was mir hier zu denken gibt, sind es wirklich die ganzen Viertelstiche. Aber schauen wir uns mal den Stoff an. Ja, ich kann mir hier auch vorstellen, dass dieses Bild in die Verlosung geht. Und ja, hier ist der Stoff, also diesmal wirklich ein eher kleineres Bild. Und ja, es ist 150 Stiche breit und 141 Stiche hoch. Ich habe es mir ausgesucht auf 16 Count. Also der Druck ist natürlich wieder einwandfrei. Die Frage ist natürlich, wo die Backstitches sind. Nicht die Backstitches, ich meine natürlich die Viertelstiche. Die kann ich jetzt auf Anhieb so nicht entdecken. Und ja, da müsste man sich die wirklich überlegen, ob man die auch dann macht oder weglässt. Denn Viertelstiche bei diesem harten Stoff sind ja wirklich nicht einfach zu sticken. Ja, also wie gesagt, das müsste man dann überlegen, wenn es soweit ist. Ansonsten, ja, es ist ein eher kleineres Bild. Es ist kein Vollbild, das heißt, der Hintergrund wird hier auch nicht gestickt. Also durchaus machbar, das zu sticken. Ja, dann schauen wir uns noch die Garne an. Und ja, dieses Mal haben wir Plastikgarnkarten. Also dieses Mal in Gelb die Plastikgarnkarten. Und ja, es gibt hier viele Blautöne. Hier eher dezentere Farben auch. Ein kräftiges, ja, Rosa, so Altrosa, Lila und auch hier nochmal Rosatöne. Und wir haben tatsächlich wirklich nur 35 Farben und keine Mischfarben. Ja, diese Plastikgarnkarten mag ich sehr gerne, da man sie ja wirklich wiederverwenden kann. Ja, hier nicht mit dem Aufdruck von Painting Fairy, sondern hier mit dem Aufdruck hier der Marke, wo nur drauf steht Cross Stitch. Ja, das wäre das Garn dazu. Ja, und dann hätten wir uns auch schon den ersten Karton angeschaut. Einen Moment, ich hole den zweiten Karton. Ja, so. Ja, hier ist der zweite Karton. Wir werden noch ein bisschen auspacken. Ihr seht, auch hier gefüllt mit Stickbildern. Und ja, was haben wir in dem Karton? Ja, wir haben hier die bekannten Flyer, dazu werde ich jetzt nichts mehr sagen. Einfach Infos über die Firma und das ägyptische Baumwollgarn. Dann haben wir wieder eine Garnprobe. Ich mag das Garn, wie gesagt, sehr gerne und verwende es ja auch für meinen Heaven and Earth Soul. Und Garnprobe haben wir erhalten die Farbe 806. Ein Blauton. Sehr schöne Farbe auch. Ich packe das gleich wieder ein. Entschuldigung. Ja, dann schauen wir uns noch ein Bild an und die restlichen Bilder werden wir dann im zweiten Video anschauen. So, was habe ich mir noch ausgesucht? Ich sehe hier schon mit dem Silikat.
Dieses Mal in einer Zipbeutel, also keinen Druckverschlussbeutel. Ich nehme mal alles raus. Und wir haben hier Lavendel, also Lavender. Ja, ich rieche momentan nichts, also ich kann euch nicht sagen, ob es tatsächlich nach Lavendel duftet. Gut, und dann schauen wir, was habe ich mir ausgesucht. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Das kleine Kätzchen, das hier mit dem Wollknäuel spielt. Also das habe ich ja so niedlich gefunden. Schaut euch mal diese süßen Pfoten an. Ja, ganz, ganz niedlich das Motiv. Und es heißt Play a Catenary. Ja, kann ich jetzt nicht übersetzen. Aber ja, ist auch egal. Das Motiv ist einfach wirklich zuckersüß. Und das, glaube ich, werde ich selbst sticken. Ist natürlich noch nicht fix, denn ich habe ja wirklich viele Projekte, also ja. Aber ich möchte es selbst sticken. Und hier haben wir die Farben wieder sortiert in diese Gruppierungen, also sortiert nach Symbolen. Das mag ich ja wirklich sehr gerne. Also ihr seht hier oben, das erste ist die Gruppe mit den 2, dann mit dem H, dann mit dem J, dann das Kreuz und so weiter. Also da findet man dann wirklich schnell die passende Farbe dazu, also das passende Garn. Und wir haben insgesamt 81 Farben. Also das ist schon wieder beachtlich und dabei gibt es tatsächlich nur 32 einfache Farben. Wow, also das sind 49, wenn ich richtig rechne, Mischfarben dabei. Also hier sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus als wie bei den anderen vorherigen Stickbildern. Hier gibt es wirklich eine Menge an Mischfarben. Dafür gibt es aber keine Backstitches und auch keine halben oder gar Viertelstiche, sondern das Bild wird im reinen Vollkreuz gestickt. Ja, und hier auch wieder die Anleitung auf A4-Papier. Ja, schauen wir uns den Stoff an. Entschuldigung. Kurze Pause, ich trinke noch einen Schluck. Ja, es kann wieder weitergehen. Also der Stoff, da sind wir stehen geblieben. Und ja, das ist doch etwas größer, also der kleine Katze. Ich habe es mir ausgesucht, wieder in 16 Count. Ja, ich sticke sehr gerne in 16 oder auch 18 Count. Und das Bild ist quadratisch und wird 200 mal 200 Stiche groß. Und ja, es ist auch ein Teilbild. Das heißt, der Hintergrund wird nicht mitgestickt. Ja, hier haben wir, so wie wir es eigentlich kennen, die Legende aufgedruckt auf den Stoff. Und ich muss sagen, ja, das Motiv ist jetzt nicht sehr riesig, aber wir haben tatsächlich 81 Farben bei diesem Bild. Also da ist viel Konfetti dabei. Also man sieht hier im Bereich der Ohren und des Kopfes ist sicher eine Menge Konfetti. Schauen wir uns das aus der Nähe an. Ja, es hat sehr, sehr viel Konfetti. Dazwischen auch ein bisschen Color Blocking. Aber der Druck ist natürlich wieder einwandfrei, so wie wir es von Painting Fairy Cross Stitch kennen. Also ein ganz, ganz toller Druck. Ja, das war dann der Stoff, also das spielende Kätzchen mit dem Wollknäuel.
Und wir schauen uns abschließend noch das Garn dazu an. So. Und diesmal auch wieder auf Garnkarten, auf Plastikgarnkarten. Und diesmal sogar nochmal extra verpackt in einer Plastikhülle. Ja, hier ist das Garn, also wie gesagt Plastikgarnkarten, und wir haben 30, 60, 66 Farben. Das heißt, eine Menge ist rein nur für das Mischen gedacht, denn wir haben ja tatsächlich nur 32 einfache Farben. Das heißt, 34 Farben sind nur für das Mischen gedacht. Ja, ganz, ganz dezente Farben, logischerweise, wie man sie am Bild erkennen kann, mit viel Blau, Grau, auch ein bisschen ins Lila gehende, auch ein bisschen Rosa und natürlich auch viel Weiß. Weiß, hier seht ihr das Reinweiß in der B5200 und das Cremeweiß, die 3865. Also da ist eine Menge an Weiß dabei. Aber sehr, sehr schöne Farben auch. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ein Bild, das eher in dezenteren Farben zu sticken ist. Und ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass ich es selber sticke. Ja, ich blende euch nochmal ein, die Kreuzstichkits, die ich mir da ausgesucht habe. Wie gesagt, das ist Teil 1 des Unboxing. Ihr könnt mir gerne schreiben, welches euch besonders gut gefällt. Dann wird es natürlich ein zweites Video geben. Da glaube ich schaue ganz kurz in den Karton. Da haben wir auch nochmal 3 Kreuzstichkits dabei. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich wieder, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich auch bei Painting Fairy Cross Stitch, dass sie mir noch einen Aufschlag von 20% dazu gegeben haben. Ich versuche die ganzen Bilder in der Beschreibung zu verlinken. Falls ihr auch nachshoppen möchtet, dann könnt ihr auch wieder meinen Rabattcode verwenden. Wie gesagt, er lautet Kreuz Dame. Ihr seht ihn ja eingeblendet rechts oben. Und ihr spart damit 5% auf eure Bestellung. Ja, dann werde ich mich jetzt verabschieden und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.